Hallo René hier. Wenn Sie gedacht haben, dass man in Thailand kein Weihnachten kennt, dann haben Sie sich getäuscht. Auf jeden Fall, was die Kaufhaus- und Businesswelt betrifft. Bei mir zu Hause hier werden Sie keinerlei Weihnachtsdekorationen sehen. Und auch meine Frau hat mich vor gut gemeinten Überraschungen verschont. Aber schauen Sie doch mal, das ist eines von vielen High-End-Geschäften in Bangkok. Und so würde es Sie vielleicht nicht überraschen, dass auch mein Hi-Fi-Händler und seine Frau diesmal mein Weihnachtspäckchen per Nikolausschlitten brachte. Es wurde umgehend feierlich in meinen Hörraum getragen und die Box wurde geöffnet. Sie haben richtig gesehen, ich habe mir zum Fest einen Eversolo T8 geschenkt. Sobald er mit dem Accuface DAC verbunden, via LAN verkabelt und eingeschaltet war, leuchtete das Logo auf und er verlangte sofort nach einem Update. Anschließend wurde die App auf Handy und Tablet heruntergeladen und das war's dann auch schon. Die Software sah ruckzuck meine schon in Tidal angelegten Playlisten und nach wenigen Minuten war alles startklar. Kein Stress, keine Probleme. Der Unterschied zum Blue Sound war erwartungsgemäß nach wenigen Takten sonnenklar. Der Austausch hat sich rentiert. Ich habe viele Berichte und Kommentare von Note 2 Besitzern gelesen, die unumwunden zugeben, dass der DAC nicht viel taugt, aber sie betonen, dass sie mit der reinen Streaming-Funktion sehr zufrieden seien. Bei einer kleinen Einsteigeranlage mag das ja zutreffen, aber ich habe schon in diesem Video meine Kritik geäußert und es ist in den Wochen meiner Suche und dann des Wartens auf die T8-Lieferung immer dramatischer geworden. Täglich wurde die Qual größer für mich. Ich konnte die digitale Nebellandschaft mit jeder Hörsitzung weniger ertragen. Sie verursachte mir ein eigenartiges psychisches und fast schon physisches Unwohlsein. Schauen Sie mal 5 Minuten auf diese Fläche und jetzt 5 Minuten auf diese. Und Sie verstehen mich sofort. Wenn nicht, probiere ich es mal mit 2 anderen Vergleichen. Es ist so, wie wenn Sie ein paar Wochen Synthetikhemden getragen haben und dann wieder ein 100% Cotton-Exemplar anhaben. Oder wie wenn Sie ein Stück Pizza in den Mund schieben, aber da ziehen Sie noch die Käsefäden von der halben restlichen Pizza mit und dann beißen Sie endlich wieder in was knusprig Knackiges. Selbstverständlich wenden einige nun ein, so eine Verbesserung hätte ich mit den meisten moderneren Budget-Streamern für weniger Geld auch haben können. Wenn ich keine weiteren Upgrade-Maßnahmen vorbereitet hätte, könnte das womöglich stimmen, aber ich hatte die Wartezeit genutzt, einiges organisiert und sogar körperlich geschuftet. Nicht schwierig war es natürlich, einen Konverter zu kaufen. 2 SFP-Module gemäß den technischen Vorgaben von Eversolo und eine 25 Meter Rolle Duplex Single Mode Fiberkabel. Bei 25 Meter haben Sie wahrscheinlich schon aufgehorcht und sofort geahnt, dass die nachfolgende Verlegung nicht ganz so leicht war wie der Online-Einkauf. Und dass natürlich auch noch 25 Meter Kabelkanal fällig waren und, was dem Fassleiter den Boden ausschlug, einen 40 Zentimeter Bohrer für meinen Kress-Schlagbohrer. Mein Büro, in dem sich der Router befindet, ist nämlich vom Hörzimmer durch eine leider 25 Zentimeter dicke Mauer getrennt. Bis zu dieser Mauer ging es recht spielerisch.
Der Durchbruch erforderte aber dann doch einige Anstrengung. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass man zum Hi-Fi-Hören solche Dinge kaufen und benutzen muss. Schließlich konnte ich als Staub- und Verletzungsschutz ein Stück Rohr einsetzen und durch dieses das Glasfaserpaar samt den Stecken hindurchschieben. Anschließend wurde es wieder entfernt und durch den Kanal ersetzt. Im Hörzimmer benutzte ich größere Kabelkanäle, um auch noch für die Strippen der Surround-Lautsprecher Platz zu haben. So kann ich von meinem Huawei-Router raus direkt in den Konverter gehen und von dort mit Fiberoptik weiter. Da der TE8 schon mit einem Glasfasereingang ausgestattet ist, erübrigt sich ein zweiter Konverter. Dabei geht es nicht darum, dass mich die Einsparung von 16 € glücklich gemacht hätte, sondern dass ich wohl getrost davon ausgehen kann, dass der verbaute Eversolo-Konverter qualitativ besser ist. Nun kam der spannende Moment, wo die Zuleitungen getauscht wurden. Raus mit dem alten LAN-Kabel und rein mit dem Glasfaserkabel. Erleichtertes Aufatmen, wieder machte der Sound einen deutlichen Sprung nach vorn. Die Stimmen und die Instrumente schwebten nicht mehr frei und unkontrolliert im Raum, wie das vor den Upgrade-Schritten der Fall war. Der Bass war nun nochmal eine Stufe kräftiger und tiefer, ich hätte ihn mir aber knackiger gewünscht. Natürlich hatte mein Händler schon gewusst, dass damit keineswegs das Ende der Fahnenstange erreicht war. Er lief zu seinem Schlitten, holte eine kleine Schachtel heraus und präsentierte mir triumphierend einen Gustard Network Switch N18. Der wurde dann umgehend integriert. In einem ersten Durchgang ging es um die Frage, ob der Switch dem alten LAN-Kabel musikalisch auf die Sprünge helfen würde.
Wie Sie an meinem dummen Gesicht bei dieser Hörsitzung mühelos ablesen können, war die Verblüffung gewaltig. Die Verbesserung fiel dramatischer aus als beide vorherige Upgrades zusammen, also eindrucksvoller als die Klangverbesserung vom Node am Fernseh-LAN-Kabel zum T8 mit Glasfaserversorgung. Plötzlich hatte alles mehr Fleisch und Farbe, aber die absolute Sensation war der unvorhergesehene Dynamikgewinn. Der Musikfluss wirkte ein Drittel schneller und springlebendig in einem Ausmaß, wie ich das nur einem substanziellen Verstärkertausch zugetraut hätte. Jetzt machte es so richtig Spaß, das klang nach Saft und Kraft. Bei Stücken mit gepushten Tiefen wurde es sogar fast schon zu viel des Guten, aber Gott sei Dank hatte der Bass jetzt erfreulich an Festigkeit gewonnen. Musste ich nun meine mühsam verlegten Fiberleitungen wegwerfen? Höchstwahrscheinlich nicht, denn die Techniker sagen ja, die beste Lösung sei immer eine galvanische Trennung. Was stand also der letzten Ausbaustufe im Weg? Nichts. Der Gusted N18 hat ja wahlweise auch einen Fiberoptik-Ausgang. Also musste er lediglich ins Büro umziehen und neben dem Router stehen, genauso wie vorher der Billigkonverter, und schon hätte ich über ein kurzes LAN-Patchkabel auf einen Schlag einen sauberen Schnitt mit einem unvergleichbar höherwertigen Konverter und 25 saubere Lichtleitermeter ohne Einstreuungen. Leider war aber hier der schöne Höhenflug beendet. Der Gusted verweigerte die Zusammenarbeit mit dem SFP-Modul. Natürlich habe ich keine Lust, mir einen Koffer voller Transceiver zu kaufen und alle der Reihe nach auszuprobieren, um zu hören, welcher denn nun beide Geräte, den T8 und zugleich den Gusted, befriedigt. Mein Händler hat das als Hausaufgabe zu erledigen und sobald die Antwort gefunden ist, werde ich Ihnen ein Fortsetzungsvideo liefern. Da wir hier nun vor einer unüberwindlichen technischen Mauer standen, sprang Herr Wassan munter auf eine ganz andere Schiene um. Die Säcke im Schlitten hatten die größte Überraschung nämlich noch gar nicht preisgegeben. Sie war so hochinteressant, dass ich es mir nicht nehmen ließ, Herrn Wassan beim Ins-Haus-Tragen zu begleiten. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nur so viel verraten, dass es sich um einen 5.000 € Streamer Deck handelte und den vorzustellen und auch noch mit dem T8 zu vergleichen, das würde bei weitem den Rahmen dieses Videos sprengen und ich muss Sie leider auf nächstes Wochenende vertrösten. Für heute bleibt mir nur noch die schöne Aufgabe, Ihnen alles Gute für das kommende Jahr zu wünschen. Ich hoffe, dass Sie auch 2026 wieder oft zu Gast sind bei Klangwelt. Tschüss.